Heute freue ich mich ganz besonders. Nicht nur, weil heute unser Urlaub beginnt, sondern weil es in den schönsten Teil Deutschlands geht, nämlich ab in den Süden. Und es ist wieder Bundesliga angesagt, nämlich mit dem Auswärtsspiel bei Iphitos München. Und ich habe schon erwähnt, ich freue mich extrem, weil das sind absolute die Highlights in der ganzen Bundesliga-Saison, wenn es runtergeht in den bayerischen Raum. Das ist für mich immer ein absolutes Highlight, weil ich einfach die Mentalität der Menschen dort liebe. Ich liebe das bayerische Land, ich liebe das bayerische Essen, ich liebe das bayerische Bier. Und all das inklusive einer richtig großen Portion Tennis bekommt ihr hier in diesem Vlog. Also dranbleiben lohnt sich. Wir fahren jetzt ab nach München und wir sind schon diese Woche ein bisschen früher da, denn wir haben gesagt, wir kombinieren das Ganze schön mit einer Urlaubswoche und diese Urlaubswoche wird in München starten und da fahren wir jetzt hin. Auf dem Weg nach München. Ja, und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, es ist irgendwas Weibliches mit an Bord. Also, heute ist wieder Verstärkung mit dabei. Die Nina ist wieder mit dabei. Und ich hatte es ja eben schon im Intro gesagt, unser Urlaub geht heute los. Nina, unser Urlaub geht heute los. Achtung, einmal kurz. Ja. Wunderbar. Ja, wir haben uns damals überlegt, wir wollen auf jeden Fall in den Sommerferien eine Woche weg. Und dann habe ich mir mal den Spielplan von uns angeguckt und habe ich dann gesehen, okay, wir haben Ende Juli das Auswärtsspiel bei Iphitos München und da habe ich gesagt, komm, das verbinden wir mit unserem Urlaub. Wir fahren nach München zum Spiel, fahren da auch schon ein bisschen früher hin, also wir haben jetzt heute Donnerstag und die Mannschaft kommt erst morgen nach. Wir treffen die dann in München und wir wollten jetzt schon mal einen Tag vorher da runterfahren und morgen einen schönen Tag in München zu verbringen. Heute Abend noch mal was Schönes essen zu gehen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega, weil München ist immer eine Reise wert, oder? Auf jeden Fall, eine sehr schöne Stadt. Eine sehr schöne Stadt. Und an was denkst du als erstes, wenn du an München denkst? Nina? An eine Schweinshaxe und ein Maß. An eine Schweinshaxe und an ein Maß. Ja. Das musst du erklären. Ich liebe Schweinshaxe. Ja. Schön krustig mit Borsten. Ja, also wenn ich an München denke, dann denke ich in erster Linie an relaxte Leute, an Biergärten, an schönes, leckeres Bier, auch an Essen, an eine total unsympathische Fußballmannschaft. Ansonsten, ja, also wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich wohnen könnte, wenn ich nicht schon in einem schönen Waldecker Land wohnen würde, dann würde ich doch in Bayern sagen. Wie ihr es von mir gewohnt seid, kommen wir jetzt zum Ausblick auf das Spiel morgen bei Iphitos München. Nicht so gute Neuigkeiten gibt es auf jeden Fall von unserer Mannschaft. Der Adrian Schoons war ja nur für 2 Spiele in Lohfelden gewesen, also unsere Nummer 3 ist morgen auf jeden Fall schon nicht mehr dabei, weil er wieder zurückfliegen musste nach Lettland. Stattdessen hatten wir gehofft, dass wir den Jonathan Eiserik wieder verpflichten konnten. Jonathan leider verletzt. Dann haben wir den Matthias Johmann noch gefragt, aber Matthias auch wieder verletzt. Also so. Spiele ich mit. Also spielt morgen die Nina an Position 6. Nein, wir haben halt jetzt so ein bisschen Probleme und es wird dann so sein, dass wir morgen mit dem Rock Jagd spielen, mit dem Martin Slana. Beide habt ihr ja schon kennengelernt. Für alle die Mannschaft noch nicht kennengelernt haben, schaut euch mal den Vlog gegen Ludwigshafen an. Da habe ich die ganze Mannschaft schon mal vorgestellt, also zumindest 80% der Mannschaft. Position 3 wird morgen dann der Chris Arment schon auflaufen. Position 4 der Martin Boulnois und an Position 5 werde ich dann spielen und der Alexander Kunig wird an Position 6 spielen. Kommen wir zu den Iphitos-Spielern, zur Iphitos München. Iphitos mit uns eine Mannschaft, die am längsten auf jeden Fall schon in der Gruppe dabei sind. Iphitos bestimmt schon, ich glaube sogar noch länger dabei als wir, sind in der Zeit nie abgestiegen. Ich glaube Großhesselohe, Iphitos und wir sind am längsten dabei in der Gruppe Süd, in der Bundesliga Herren 30. Und ja, daher kennen wir die Mannschaft eigentlich ganz gut. Iphitos immer eine Wundertüte mit Spielern, die vorne eingesetzt werden. Iphitos spielt viel eben mit Spielern, die auch als Trainer engagiert sind und eventuell auch teilweise selber noch auf der ATP-Tour spielen. Deswegen weiß man eigentlich nie so recht, wer da vorne dann so kommt. Das haben auch die ersten Spiele von Iphitos gezeigt, wo sie vorne auch immer wieder gewechselt haben.
Und hinten ist dann ein Kern, der eigentlich uns auch seit Jahren schon bekannt ist und gegen die wir seit Jahren spielen. Das sind dann der Benedikt Dorsch, der Philipp Fichtel, der Björn Krenzer. Das sind alles Spieler, die wir schon seit Jahren kennen. Und der Richard Malubicki, auch sicherlich einer, der schon seit Jahren dabei ist und die wir eigentlich auch ganz gut kennen. Die spielen vorne an 1, haben sie den Aldin Sektic gemeldet. Aldin ist, glaube ich, noch ein Spieler, der selbst noch auf der ATP-Tour im Moment spielt. Deswegen mal sehen, ob er da ist oder nicht. Auf jeden Fall aktuell die Nummer 439 der Welt und stand auch schon mal, ich glaube, auf 165. Also auch wieder für unseren Rock, wenn es zu der Partie kommt, ein schweres Spiel. Aber auch so wird es vorne mit Sicherheit sehr, sehr schwierig. Sie haben da vorne noch den Ludovic Walter und den Christian Pless. Das sind auch die drei, die sich immer wieder abgewechselt haben, beziehungsweise der Ludovic Walter hat, glaube ich, noch kein Spiel gemacht. Aber der Christian Pless ist für viele mit Sicherheit auch ein Begriff. ATP-Top-Spieler gewesen und früher in der Weltrangliste 2001 Platz 65, glaube ich, bestes Ranking gewesen. Also richtig erfahrener und starker Spieler. Egal was morgen kommt, für den Rock wird es sehr, sehr schwer werden. Dann habe ich schon gesagt, Richard Malubicki kommt dann dahinter. Ein Spieler, glaube ich, den der Rock auch schon mal verloren hat. Also Richard wird mit Sicherheit morgen, denke ich, an Position 2 oder 3 spielen. Eher an 2 vermute ich mal. Und das wäre dann eben ein Fall für den Martin Slana. Ja, und dann haben wir auch nicht zu vergessen, der Lars Übel. Absolut, ein erfahrener Spieler. Gegen ihn hatte ich in Lohfelden auch mal das Vergnügen. War eine schöne Lehrstunde für mich. Aber Lars ist ein Top-Spieler. Trainiert auch, glaube ich, in der Tennis-Base Oberhaching. Teilweise auch Spieler, die aktuell noch in der Weltrangliste stehen. Die Deutschen, die bekannt sind. Philipp Kohlschreiber, Matthias Bachinger, Tim Pütz. Ja, das sind alles so Spieler, glaube ich, die unter dem Lars auch trainieren. Mal mehr, mal weniger. Zu genauen Verhältnisse kenne ich da nicht so, aber auf jeden Fall auch wieder ein sehr, sehr starker Spieler, wenn er denn morgen dann spielt. Ja, das soweit zum Ausblick für Samstag. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Ausblick für heute Abend und für morgen. Also wir haben uns ein schönes Programm ausgedacht. Wir werden morgen eine schöne Tour über den Viktualienmarkt machen, eine kulinarische Tour, auf die sich Nina natürlich besonders freut. Immer wenn kulinarische Sachen am Start sind, ist Nina nicht weit weg. Das war jetzt nicht so das Kompliment, ne? Oder? Aber ich glaube, deswegen hast du mich so lieb. Ja, deswegen habe ich dich so lieb, genau. Ja, und heute Abend kommt auch eine kulinarische Tour, denn wir wollen ins Münchner Hofbrauhaus. So, dann fahren wir jetzt mal weiter. Wir haben noch einige Kilometer vor uns, hoffen, dass wir gut durchkommen. Die A7 ist heute pickepacke voll und dann haben wir ein schönes Hotel in München und dann machen wir uns einen schönen Abend. Auf der A7 gerade sehe ich ein Schmuckstück deutscher Automobilgeschichte. Ah, ist das ein geiler Wagen? Ich liebe diesen Wagen. Ladies and Gentlemen, zu Ihrer Rechten sehen Sie den einzigen Ort in München, den ich nicht so wirklich pralle finde. Nämlich die Münchner Arroganz Arena, Schlauchboot oder wie auch immer man diese Arena nennen soll. Quizás me estoy volviendo loco. Desde hace tiempo no me enfoco. Si duermo sueño con tus ojos y tu cuerpo de modelo. Quizás estoy alucinando. Veo tu cara en todos lados. Esto no sé cómo arreglarlo, ni puedo disimularlo. No sé qué tienes que me tiene adicto de verdad. No me concentro, solo pienso en ti. Tú me traes lo... Angekommen im Hotel. Kleines, schnuckeliges Hotel und sehr, sehr klein war auch die Tiefgarage. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.
Ich weiß nicht, also ich fahre ja einen GTI, der ist etwas tiefer gelegt. Ich habe keine Ahnung, ob ich da morgen, ohne meine Karre zu zerstören, wieder rauskomme. So, Nina hat auch schon ihren Spaß gehabt mit der Tür. Das wollen wir, glaube ich, auch nochmal zeigen. Also es ist eine sehr raffinierte Konstruktion hier in diesem Hotel. Also rechts kann man aufs Geschäft gehen und dann, wenn man vom Geschäft fertig ist, kann man einfach duschen gehen. Genau, also eine Kombitür. Also sehr kleines, schnuckeliges Hotel. So, jetzt umziehen und dann gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Wow! What's up ist? Nina, was ist eine der Sachen, die man auf jeden Fall mal in München gemacht haben muss? Im Dirndl zum Hofbräuhaus gehen. Genau, und da gehen wir jetzt hin und haben einen schönen, entspannten Abend. Aber wir gehen nicht. Ja, das können wir ja sagen. Wir haben in Hamburg diese Mopeds haben wir für uns entdeckt. Wir laufen jetzt zu einem Moped und dann werden wir erstmal schön mit dem Roller zum Hofbräuhaus fahren. Da ist er schon, ein Gefährte. Angekommen im Hofbräuhaus. Es ist arschlaut hier. Ich glaube, das machen auch nur die Touris, wie wir es sind. Trotzdem, muss man mal gemacht haben. Draußen leider keinen Platz gefunden. Logischerweise sind zu spät dran. Aber jetzt wird erstmal was Leckeres gegessen und Nina braucht eigentlich gar nicht in der Speisekarte gucken. Ich habe sie aufgeschlagen und wusste, da ist sie. Es wird die Schweinehaxe werden, definitiv. So, das war das Münchner Hofbräuhaus. Ja. Was gibt's zu sagen? Also, wenn ihr mal entspannt nach München kommen wollt. Meine Ohren klingeln jetzt noch, also es ist der Wahnsinn, wir waren drinnen. Es ist wie eine Bahnhofshalle. Ich habe aber nichts anderes erwartet. Ist natürlich eine Massenabfertigung von Touristen, das ist absolut klar. Die Preise haben es auch nicht in sich. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, für 2 Haxen und 2 Maß 54 € bezahlt. Das ist schon heftig. Das ist halt Wiesenniveau. Das muss man halt wissen und das war uns auch bewusst. Ich meine, wir zelebrieren das ja hier jetzt auch nicht umsonst, ne? So ein bisschen in Montur und allem drum und dran. Aber das muss man natürlich wissen, wenn man hier hingeht. Die Haxe war großartig. Ja, die Haxe war wirklich geil. Das Bier hat auch geschmeckt. Die Kellner sind auf Trab, außer beim Bezahlen. Man muss es mal gemacht haben. Und es gibt mit Sicherheit in München schönere Plätze und wo man auch ganz entspannt und mit einer tollen Atmosphäre eine Maß trinken kann und lecker eine Haxe essen kann. Brauchen wir es nochmal? Nein, ich glaube nicht. Das war ganz cool. Also wenn wir Seht draußen... ihr das Leuchten in meinen Augen? Ja, sie hat eine Haxe bekommen. Was seht ihr denn sonst? So, wir suchen uns aber jetzt einen angenehmeren Platz, wo wir noch draußen sitzen können und den Abend noch ausklingen lassen können.
Ein neuer Tag in München. Wir sind auf dem wunderschönen Marienplatz und hatten eine sehr erholsame Nacht. Oder Nini? Diesmal war es nicht wie eine Prinzessin. Diesmal nicht so wie eine Prinzessin, ja, dafür war es zu laut. Ja, wir haben das Auto nochmal in der Tiefgarage gelassen, in wahrer Voraussicht, dass wir eventuell nachher den ADAC brauchen, um da wieder rauszukommen. Es ist wirklich abenteuerlich. Aber naja, gut, wir haben leider die Tour zum Viktualienmarkt gecancelt bekommen. Dafür machen wir eine schöne Radtour heute und nachher treffen wir das Team im Hotel. Dann geht es noch ins Sea Life und dann nehmen wir ein paar Eindrücke mit. So, wir sind in einem schönen Biergarten und Nina holt sich Keine weiße Wurst. ein Fischbrötchen. Ja, weil es gestern nicht so wirklich geschmeckt hat. Ach, nichts. Wir können das hier nur besser machen. So, ich bin klassisch bayerisch geblieben. Ja, wir hatten gestern ein Fischbrötchen, das war semi-professionell, ich würde es mal nennen. Und wie schmeckt das? Hering. Hering. Wie es schmeckt, nicht was es ist. Lecker. Lecker. So, unsere Tour ist vorbei und sie war spitze. Genau. Also wenn ihr das mal machen wollt, wir sind wirklich geflasht von den ganzen Eindrücken. Wir hatten einen super tollen, sympathischen Guide, den Gottfried. Auch hier nochmal vielen Dank für das Ganze, der sogar Tennistrainer war. Ja, Tennistrainer und hat auch sogar selber gespielt, kannte alle Leute von Ifitos. Insofern, ja, der Gottfried hat uns hier geleitet und für mich ein Highlight war absolut der englische Garten. Also was da bei dem Wetter abgeht, das ist wirklich absolut toll und da sieht man richtig schön die Lebensweise und ja, das Surfen war auch, auf das Wellensurfen war auch mega, was da abging. Und was war für dich das Highlight, Schatzi? Auch das Wellensurfen. Auch das Wellensurfen. Hätte man den ganzen Tag zugucken hätte man den ganzen Tag zugucken können. Ja, das war wirklich phänomenal. Die surfen wohl bei Tag und Nacht. Also muss mega sein. So, wir schauen uns jetzt noch das Sea Life an und dann geht's Richtung Hotel, denn da wartet natürlich dann auch die Mannschaft, beziehungsweise wir werden sie wahrscheinlich erstmal empfangen. Und vorher müssen wir erstmal das Auto aus der Garage kriegen. Das, da bin ich noch nicht so bin ich gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.
Ja, Nini, was sagst du? Oh, war schön. Auf jeden Fall interessant. War schön und interessant. Mhm. Ich fand es relativ klein, muss ich sagen. Hätte ein bisschen Größeres erwartet. Auch so ein bisschen die Becken fand ich so ein bisschen klein für die Anzahl der Fische. Aber ja, Sache, die man machen kann, aber nicht unbedingt machen muss, ne? Oder? Ja, Kann man machen, war, muss man nicht. war ein ganz netter Break unseres aufregenden Trips hier. Ja, und dann geht's ja so langsam in Richtung Matchvorbereitung und Tennis. Bin mal gespannt, was heute Abend dann noch so ansteht. Ich denke mal, wir gehen noch eine Kleinigkeit essen und lassen den Tag wie auch immer nochmal schön ausklingen. Hoffentlich hält's Wetter, es sind Gewitter angesagt. Für morgen fürs Spiel soll es beständig bleiben. Also ich denke, wir werden nicht in die Halle gehen müssen. Und dann hoffen wir mal das Beste für morgen. Wir haben uns einen schönen Fleck, einen schönen Biergartenplatz gesichert und warten jetzt auf unsere Mannschaftskollegen. Eine kleine Anekdote am Rande. Nina hat mir erzählt, was die Tiefgarage in dem Hotel Gio gekostet hat. 18 € die Nacht. Unglaublich. Also für die Tiefgarage überhaupt was zu nehmen, finde ich schon sehr, sehr frech. Aber das sprengt jetzt natürlich alles. München ist schön, aber München ist sehr teuer. Das heißt, wenn ihr hier hinkommt, Geld mitnehmen. So, jetzt warten wir mal auf die anderen Jungs und dann wird gegessen. Mr. Q! Schönen guten Morgen aus dem Motel One. Wir haben besser geschlafen, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Endlich mal keine Autos, die einem durch den Kopf gefahren sind. Wir schauen uns das Wichtigste erstmal. Kein Regen, Gott sei Dank. Der Abend ist so ein bisschen schwieriger geworden, als wir es gedacht hätten. Ein kleines Gewitter oder ein großes Gewitter, kann man eher sagen, hat uns dann doch ein bisschen überrascht und hat so ein bisschen die Ankunft der anderen verzögert. Alle waren sehr, sehr müde. Und gut, dass wir also jetzt ganz gut schlafen konnten. Jetzt geht es erstmal zum Frühstück und dann auf die Anlage zu Iphitos und dann gibt es endlich Tennis. Jetzt haben wir, wenn ich auf die Uhr schaue, 10 Uhr. Jetzt beginnt auch so ein bisschen das, was mich so ein bisschen annervt in dieser Bundesliga-Saison. Dieser späte Spieltermin mit 13 Uhr. Also es wurde ja früher mal umgeändert. Wir haben sonst immer am Sonntagmorgen um 11 Uhr gespielt. Irgendwann wurde es geändert auf den Samstag und auf Samstag 13 Uhr. Das ist halt für die Spieler, die jetzt früher anreisen, halt echt ätzend, ne? Also man hängt jetzt hier quasi auf dem Hotelzimmer, muss sich noch eine Stunde die Zeit vertreiben, 1,5 Stunden. Und ist dann irgendwann so zwischen 11:30 und 12 auf der gegnerischen Anlage zum Einschlagen. Ja, alles so ein bisschen unbefriedigend. Also warum wir nicht um 11 Uhr spielen können, bleibt ein Geheimnis. Es gab früher dann mal eine Abstimmung, da waren die meisten für den Samstag. Ja, Samstag ist für mich auch in Ordnung, aber diese späte Spielzeit mit 13 Uhr, man muss sich ja mal überlegen, wenn wir jetzt 13 Uhr spielen und wir haben noch Regenunterbrechung, sind wir vor 19, 20 Uhr, 21 Uhr vielleicht nicht fertig. Wenn man dann überlegt, wir fahren 6 Stunden zurück, ja, weiß man, wann man dann zu Hause ist, ne? Das heißt eigentlich, die Leute, die wirklich am Spieltag anfahren, sind meistens dann wahrscheinlich Spiele, wo die beiden Städte 2 Stunden maximal auseinander liegen. Der Rest fährt sowieso früher am Tag vorher an und dann ist eigentlich auch eine Spielzeit um 11 Uhr möglich, ne?
Naja, so ist es nun mal. Gott sei Dank kommen Olympische Spiele. Vorletzte Woche in Ludwigshafen mit Amendo haben wir Discovery Channel geguckt. Ja, und so ist das. Und dann wartet man jetzt, bis es endlich losgeht. Nina am Steuer, ungeheuer. Wir haben jetzt 3 Siege, Klassenerhalt ist sicher. Heute wollen wir einen 4. Sieg fighten und alles geben, dass wir gegen Bad Homburg dann ein geiles Finale haben. Und lasst uns Spaß haben heute, gegenseitig anfeuern und lasst uns die Ärsche versuchen. Yes, Let's go. Yes, man. Yes, man. 1, 2, 3, Team! Let's go. Die Aufstellungen sind raus, also eine kleine Überraschung. Ich hatte es ja ein bisschen angekündigt, bei München weiß man nie, wer kommt und wer nicht. Ja, weder die Nummer 1 noch der Christian Pless sind dabei. Heißt, der Robert Malubicki spielt an 1. Und ja, das macht unsere Chance natürlich noch ein bisschen größer. Also beide Teams jetzt eigentlich so ein bisschen ersatzgeschwächt. Und ja, bin ich mal gespannt, was jetzt die erste Runde so bringt. Ich spiele ja heute mal 2. Runde. Und dann werden es bestimmt ganz gute Matches werden. Super hier bei Iphitos auf der tollen Anlage, kann man wunderbar auch filmen. Insofern hat man super Übersicht und ihr werdet die Spiele sicherlich nochmal deutlich besser verfolgen können als zuletzt in meinen Vlogs. Also viel Spaß, los geht's! Mein Spiel ist rum, Endstand 3:6 glaube ich und 5:7. Ja, Niederlage, erstmal Kompliment an meinen Gegner, an den Fabian. Hat super gespielt, hat auch völlig verdient gewonnen, war der definitiv der sicherere Spieler heute. Meine Leistung schlichtweg indiskutabel. Also ich schneide euch hier mal ein paar Fehler von mir im ersten Satz mal zusammen. Das ging eigentlich das ganze Match so durch. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man das Spiel nicht gewinnen kann. Ja, habe mich sehr schwer getan mit den Bedingungen hier. Ist ein anderer Platz, klar, viel Auslauf. Ich habe irgendwie keinen Balltot gekriegt, mich bei jedem Schlag irgendwie schlecht gefühlt. Fabian hat es sehr gut gemacht, hat es clever gemacht, hat die Bälle super reingespielt, hat mich eigentlich immer nur einen Fehler machen lassen. Ja, und ich habe einfach kein Konzept gefunden, war auch vom Kopf her ganz schwache Leistung, immer nur negativ gewesen. Und ja, es darf mir eigentlich nicht passieren. Aber so ist es nun mal im Tennis. Tennis ist nun mal im Kopfsport und dann muss man eben halt auch mit den Bedingungen klarkommen, die einem da gegeben werden. Und wenn man sich da mit dem Kopf nicht rausziehen kann, dann ja, geht es eben so aus, wie es ausgegangen ist. Spielverlauf war dann im zweiten Satz ein bisschen besser. Trotzdem bin immer hinterhergerannt, war eigentlich nie in Führung. Habe dann ja, sinnbildlich eigentlich auch dann beim 5-6 gespielt, auch wieder. Habe erstmal 2 Matchbälle vorher schon abgewehrt und dann noch glücklich das 5-5 gemacht und dann mein 5-6.
ja, wieder mit einem einfachen Vorhandfehler die Partie dann entschieden. So, das war jetzt ein ganz guter. Bravo. Schön, bravo. Bravo, sehr gut. Und Molly. Bravo. Sehr gut, Mari. Bravo. Bravo.
ja, die Einzel sind durch. Den Sieg vom Christopher Arment habt ihr gerade noch gesehen. Vom Rock Jarks Einzel konnte ich euch leider nicht so viele Punkte präsentieren. Da war das ein bisschen schwer mit dem Hin- und Her-Switchen. Naja, auf jeden Fall hatten wir jetzt 3-3 nach den Einzeln gehabt. Und habe mir auch ein bisschen was sagen lassen zu der Partie vom Martin Slaner. Der hat sehr unglücklich verloren gegen einen starken Benedikt Dorsch. Hat sogar dann, glaube ich, 14-12 ging es im Match-Tieback aus und beide hatten Matchball und letztendlich hat der Benedikt gewonnen. Auch in dem Sinne dann auch nochmal Glückwunsch von mir. Ja, und jetzt ist es leider wieder so, dass wir keine Doppel hier in Iphitos spielen. Iphitos hat uns die jetzt 2-1 geschenkt, weil auch sie wieder mit Verletzungen zu kämpfen haben. Der Stefan Feske hat in seinem Einzel ja aufgeben müssen wegen einer Wadenzerrung und der Björn Krenzer hat Rückenprobleme. Insofern schade, dass wir hier jetzt nicht noch weiter einen spannenden Wettkampf bieten konnten. Aber gut, nun, so ist es nun mal. Wir nehmen das 5-4 natürlich dann jetzt gerne mit. Wieder zurück nach Lohfelden. Ja, für mich ein gebrauchter Tag, muss ich sagen. Ich bin sehr enttäuscht über meine Leistung. Hatte mir ja eigentlich viel vorgenommen und dann doch sehr erschreckend schlecht gespielt. Aber na gut, so ist es nun mal Tennis. Nächste Woche ist wieder ein neues Spiel. Da geht es dann gegen den Meisterschaftsfavoriten Bad Homburg. So, wir fahren jetzt noch zurück nach Stuttgart. Werden da eine schöne Urlaubswoche uns machen. Erstmal zu meinem Bruder, dann ab nach Erlebnispark Tripsdrill und dann machen wir noch 2 Tage Europapark plus einen Tag Rulantica. Da freuen wir uns sehr drauf. Und dann geht es nächste Woche weiter in Bad Homburg. Ob es da einen Vlog gibt für euch, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Aber mit Sicherheit gibt es wieder hochklassiges Tennis in Lohfelden mit vielen Zuschauern. Danke, dass ihr dabei wart. Das war's aus München. Bis dahin, euer Martin und Nina.